Es freut mich total, dich auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen. Ich habe mich entschlossen, mit Steinschleuderei zu starten. Es geht also nicht um 3D-Druck oder Fotografie, sondern mal um Steinschleuderei. Dass trotzdem was für dich dabei ist, hoffe ich, zumindest wenn du nicht humorbefreit bist, sollte ich dir zumindest einen kleinen Schmunzler entlocken können. Jedenfalls, Steinschleuderei, warum? Warum sollte man das tun? Warum ich der Meinung bin, dass das in Österreich viel zu wenig oder überhaupt in Europa, bis auf Spanien und UK, viel zu wenig gefördert wird. Ja, also, warum Steinschleuderei? Warum Steinschleuderschießen? Also da muss ich sagen, einfach, weil es einen total meditativen Charakter hat. Ich habe mal aufgrund eines Magengeschwürs, was ich mal hatte, gedacht, ich mache einen Mindfulness-Based Stress Reduction Kurs. Der war hervorragend, muss ich sagen. Nur leider bin ich zu dem Konklusio gekommen, ich kann es nicht aufrechterhalten. Achtsamkeit ist zwar absolut super, aber man muss einen Modus finden, und die Achtsamkeit auch leben kann. Achtsamkeit, für die, die es nicht wissen, bedeutet, dass man nicht im Automatikmodus durchs Leben laufen soll, sondern bewusst wahrnehmen, einfach leben. Bewusst wahrnehmen, was um einen geschieht, wie es einem selber geht, und das ist total heilsam für Körper und Geist. Und beim Steinschleudern ist man gezwungen, achtsam zu sein. Weil ist man es nicht, schießt man im billigsten Fall daneben, im teuersten Fall schießt man sich die Schleuder kaputt oder trifft überhaupt etwas, was man nicht treffen wollte. Somit, es ist absolut notwendig, mit beiden Beinen am Boden zu stehen, richtig auf die Atmung zu achten, auf die Körperhaltung, das Ganze konzentriert zu tun, und nur dann trifft man auch gut. Somit ist es eine herrliche Achtsamkeitsübung, die man noch dazu nahezu überall ausführen kann. Also im Gegensatz zu Bogenschießen, wo man zumindest einen Garten braucht, und selbst da ist es so, ja, was sagen die Nachbarn dazu? Ich meine, daneben schießen darfst du nicht wirklich im Garten. Und im Vergleich dazu, Steinschleuderschießen, das ist ziemlich überschaubar. Da kann man sich einen guten Schusskasten bauen, werde ich mal vorstellen. Und so weiter. Ist super. Also, wie kategorisiere ich Steinschleudern? Also ich kategorisiere Steinschleudern in 3 Kategorien. Und zwar hätten wir da mal die ganz leichten. Man sagt, das würde ich empfehlen zum Anfangen. Ich habe natürlich nicht so angefangen, weil männlich, aber prinzipiell, wenn man treffen will und nicht nur einfach irgendwas kaputt schießen, was riesig ist, sondern kleine Ziele treffen will, dann ist es durchaus anratsam, ein sehr leichtgängiges Band zu nehmen. Es ist generell anratsam, weil damit lernt man die Technik wesentlich besser. Da ist es viel einfacher, den genauen Ankerpunkt zu finden, schön das zu halten, man bekommt keine Schmerzen in den Fingern und man kann überhaupt gut starten. Dann gibt es so die mittlere Klasse, die zum Zielschießen geeignet ist und auch zur Jagd, wobei, soweit ich weiß, ist es in Österreich verboten und das interessiert mich auch nicht. Also Jagen ist definitiv nicht der Grund, warum ich das mache. Es geht rein um einen Spaß. Dann gibt es auch so etwas extremere Modelle mit Laserpointer und Visiereinheit. Ja, damit trifft man auch. Also es ist jetzt nicht unbedingt notwendig. Eben mittlere Klasse. Man sagt, könnte man sowohl an Hasen erledigen, als auch auf ein Ziel schießen. Und dann gibt es die Destruction-Klasse, wie sie Jörg Sprabe einfach propagiert. Man sagt, doppelte, dreifache Bänder, riesenfette Munition und wirklich Power dahinter. Hier zum Beispiel auf einem Modell von mir, doppelte Teraband Gold. Da ist schon ein bisschen Kraft dahinter. Aber da braucht man unter einer 12 mm Stahlkugel gar nicht erst anfangen. Also umso stärker die Schleuder wird, umso größer muss das Projektil sein. Weil die Geschwindigkeit, die Energie ist limitiert durch die Bänder, und umso schwerer das Projektil, also umso stärker die Bänder, umso schwerer muss auch das Projektil sein, als dass das ein energieeffizientes System sein kann. So, ja, diese Schleuder ist mehr so eine Machbarkeitsstudie als jetzt wirklich ein schön ausgearbeitetes Teil von mir. Allerdings hat die halt wirklich Power, das sind doppelte Teraband Gold, breit geschnitten, und zwar so, dass ich die Full Butterfly ausziehen kann. Da kommt man mit einer 20 mm Stahlkugel auf 45 Joule, also das ist durchaus vergleichbar mit meinem Langbogen. Ja, die Munition, die es dann gibt,
kann ich da nur so ganz überschlagsmäßig vorstellen. Die teilt sich natürlich so ein, wie diese Power ist. Also von dieser 6 mm Stahlkugel, die eben für das ganz leichte Plinking ist, super zum Anfangen. Oder auch diese 10 mm, ca. 9 bis 10 mm Hardlame-Kugeln, die sind auch toll zum Anfangen. Was auch toll zum Anfangen ist, sind Keramikkugeln. Jetzt denkt man sich, Keramik, die zersplittern ja. Nein, das sind Keramikkugeln, wie sie in Schleiftrommeln verwendet werden. Das heißt, die halten was aus. Ja, Paintballs sind auch immer spaßig. Wäre noch das Einzige, wo ich sage, damit kann man auf Menschen schießen. Vorausgesetzt, der andere hat auch eine Schutzausrüstung, eine Schutzbrille, Schutzmaske. Dann wäre das durchaus legitim als einziges, sonst darf man niemals auf Menschen nicht einmal zielen. Ja, und dann geht das halt hoch über meinen absoluten Standards, das sind so die 8 mm Stahlkugeln, die sind relativ günstig und sind so eigentlich easy zum Schießen, passt einfach, braucht nicht viel Kraft zum Ziehen, um trotzdem eine schöne Geschwindigkeit zu erreichen und macht Spaß. Dann geht es so nach oben, so 9 mm, 15 mm, 20 mm. Also die 20 mm Stahlkugel, das ist schon was. Also so eine 15 mm Stahlkugel kann schon passieren, wenn man die so Full Butterfly schießt, nachdem mein Sohn meint, du Papa, kannst du die auch Full Butterfly ziehen, die Schleuder? Ich versuche das so, treff die Dose in meinem Schusskasten, hervorragend. Ich denke mir, ja, super, das geht nochmal. Schieß vorbei und schieß ein wunderbares Loch in unsere Speistür und auch noch eine schöne tiefe Delle in den Kühlschrank. Meine Frau war not amused, aber ja, diese Opfer muss man bringen, wenn man auf der extremen Seite schießen will. Was ich definitiv nicht empfehlen kann und will. Ich meine, da muss man schon ein bisschen crazy sein. Dann möchte ich ein paar Ziele vorstellen, die es so gibt. So Zieloptionen. Da gibt es so das, womit ich angefangen habe, nicht sehr zu empfehlen, sind so Spinner aus Stahl. Die verbiegen sich ordentlich und irgendwann reißen sie ab, wenn man lang genug drauf geschossen hat. Und wenn man mit zu leichter Munition drauf schießt, kommt die zurück. Dann die gibt es in verschiedensten Größen. Das ist so die größte, die ich habe davon, damit man sie gut sehen kann. Es ist eine Stoff- und Kunstlederscheibe. Die halten ziemlich lang, sind ziemlich gut zu treffen, sind halt akustisch nicht so laut wie diese Silikonziele. Silikonziele sind da so gespalten und deswegen machen die einen schönen Klatscher, wenn man sie trifft. Also die sind eigentlich nahezu unzerstörbar. Eins habe ich erst von denen ruiniert und ich habe in den knapp über einem Jahr doch einiges drauf geballert auf Ziele. Und zum Abschluss dieses Videos zeige ich euch noch kurz ein Video von mir beim Schießen auf Red Bull Dosen auf so circa 11 Meter. Ich muss sagen, das war nicht der erste Versuch, die 3 Treffer hintereinander kommen ja doch schon ohne Schnitt aus. Jedenfalls ist das Video jetzt schon länger, als ich es für das erste Video haben wollte. Zum Conclusio. Schleuderschießen macht Freude und ist relativ leicht und ungefährlich zu erlernen. Ich habe vor, die einzelnen Aspekte des Sports in kurze Filme zusammenzufassen. Sozusagen ein deutsches Slingshot 101. Es kommen also demnächst Detailvideos über Sicherheit, Schleuder- und Bandmontagearten, Munitionsvarianten, Schussbox und Ziele, Bänder selber schneiden und binden und wie anfangen, wie weiterkommen, wie zielen. Es gibt diese ganze Information schon auf YouTube. Ich habe vor, das Ganze aber super kompakt zu bringen, damit jemand, der schon mit Teilen vertraut ist, direkt die Wissenslücken füllen kann. Gut, das war's jetzt für heute. Entschuldigt bitte den chaotischen Schnitt. Das ist mein absolut erstes Videoprojekt und somit natürlich auch das erste mit Hitfilm Express. Ich hatte mit einigen technischen Schwierigkeiten zu kämpfen, nicht nur beim Schneiden, auch beim Aufnehmen, Kamera ausgefallen, sonstige Geschichten, Licht ausgefallen, nicht aufgenommen, alles Mögliche. Aber wenn alles glatt geht, lernt man auch nichts. Und wer aufhört zu lernen, kann sich meiner Meinung nach gleich begraben lassen. In diesem Sinne, stay sharp, keep learning.